The gasoline is empty. Mein Name ist Michael Groß. Ich bin seit 1972 hier selbstständig und befasse mich mit englischen Automobilen. Die Liebe zum englischen Automobil hat 1972 angefangen, nachdem ich in einer Werkstatt war, die die Arbeit nicht korrekt gemacht hatte. Und da ich den Beruf ergriffen habe als Kfz-Handwerker, habe ich es dann probiert, besser zu machen. Und dabei bin ich dann geblieben. Und dann hat sich das immer mehr ausgebaut und dann haben wir also jetzt nicht nur Jaguar, sondern wir machen ein bisschen Aston Martin, ein bisschen Rolls-Royce, alles was eben aus dem englischen Sektor kommt. Und da hängt halt mein Herz dran. Gelernt habe ich Kfz-Handwerker und habe danach meine Meisterprüfung gemacht. Und dann kam die Selbstständigkeit und wie gesagt, seit 1972 betreibe ich das Geschäft mit Jaguar und britischen Automobilen und hauptsächlich mit der Restauration und probiere es besser zu machen als meine Mitbewerber. Hauptsächlich haben wir uns mit der Wartung der englischen Automobile befasst und später kam erst die Restauration dazu. Und jetzt machen wir 80% Wartung und 20% Restauration. Was mich an den englischen Autos fasziniert, ist die Technik, die sie haben. Die haben eine ausgereifte Technik und waren eigentlich die Wegbereiter für Engineering, für gutes Engineering und Qualität. Und wenn ich ein englisches Auto repariere, kann ich die Schraube auch noch nach 40 Jahren lösen, ohne sie abzureißen. Und das ist bei den deutschen Gewinnen bzw. Liniengewinnen nicht möglich. Meinen ersten Wagen habe ich auf einer ausrangierten Tankstelle gekauft. Das war ein Jaguar MK2, der keine Heizung hatte, wo die Scheiben im Winter immer beschlugen. Und davon hatte ich 2 Stück gekauft und aus den 2 Mark IIs habe ich einen gemacht. Der war ständig kaputt. Ich musste ständig reparieren. Dann habe ich gesagt, das musst du besser machen. Ja. An dem Jaguar Mark II habe ich sehr schlechte Erinnerungen und es ist auch ein Auto, was ich dann eigentlich nie wieder gerne restauriert habe, weil er hat so viele prekäre Stellen, die Rost und es hat keinen Spaß mehr gemacht. Und beim E-Typ sind es nur 2 Türen, die nicht schließen und beim Jaguar Mark II sind es 4 Türen, die nicht schließen. TVR ist ja auch kein Auto. Okay. TVR ist ja ein Mickey Mouse Auto. TVR ist ein zusammengefummeltes Auto, wie Morgen. Morgen ist ja auch kein Auto. Es ist ein halb Holz, halb Metall. Aber die richtigen Fabriken der Automobilindustrie in England, ob das nun Jaguar ist, Bentley ist oder Rolls-Royce ist, und das waren alles ausgereifte Autos. Und die englischen Automobile haben schon 250 PS gehabt, 1950. Da ist Porsche noch mit 60 PS rumgefahren. Die Technik war viel weiter entwickelt. Das ganze Engineering war bis in die 70er Jahre brillant in England. Erst danach flachte es ab. Rennsport kam immer aus England. Alle Tuning-Sachen kamen immer aus England bis in die 80er Jahre. Jetzt hat sich das gekippt, jetzt ist es auf den europäischen Kontinent übergegangen. Jetzt sind eben andere Automobilhersteller, die sich auch damit befasst haben, ob es nur Mercedes ist oder ob es BMW ist. Die sind erst ab den 80er Jahren, haben die probiert, schnellere Autos zu bauen. Vorher waren das ein Opel-Rekord oder was weiß ich, wie ein Wartburg. Ja, also. Damals, bis in die 80er Jahre, fuhren sie alle Rolls-Royce, Bentley, Vandenplas, Jaguar und heute Mercedes, BMW,
Toyota. Das Jaguar-Motor ist eine Entwicklung von Ford. Aston Martin hat heute einen Mercedes-Motor drin. Ja, das ist alles. Die ab 1970. Up, down. Ja. Die Sitze sind vom Smart. Echt, ja? Vom Smart sind die Sitze normalerweise hinten so hoch. Ja. Und ich habe die Sitze umgeändert und habe die so tief gemacht. Guck mal mit. Wir haben angefangen, gestartet haben wir mit dem Auto 2015 und jetzt zum Frühjahr sind wir mit dem Auto fertig. Das Problem ist also kein Problem, aber es ist, when you make the body work, you must wait. You make the paint work, you must wait. And you must wait a half year before you can start with the next step. The interior. Du musst immer a little bit time, also du hast auch viel Leerlauf zwischen den einzelnen Reparaturen. Aber es ist immer besser, man macht es langsamer, weil man dann eben auch eine höhere Qualität bekommt, als wenn man unter Druck steht. Wenn der Sattler mir sagt, also der den Trimshop macht, es dauert halt eben noch einen Monat länger, naja, und dann dauert es halt einen Monat länger. Ja, man kann das nicht in Zeit fassen. Ich zeige euch jetzt mal den Motor, den wir machen. Den Motor haben wir oben, den habe ich jetzt gerade zurückbekommen, den machen wir gerade. Können wir oben mal den Motor zeigen? Warte ich. So. Na komm. The block number und I fitted motor block. Oh. So, das ist. So. Sieht die so aus, die Ölwanne? So it's your job, yes? Ja. Yeah. I Jetzt see the ist difference. Yeah. Ja. Das sind alles alte Teile. Ja, das sind alles alte, das ist nicht neu, das sind alles alte Teile. Die waren schon mal eingebaut. Ja? Das ist alles alt galvanisiert, jedes Teil. Ja? Anfang der 70er Jahre hatte ich mein Auto gekauft im Libanon, in Beirut, von einem Flugkapitän der libanesischen Airline. Aber man durfte sie nicht ausführen, die Autos, weil sie blieben. Es war das einzige Auto, was in den Libanon ausgeliefert wurde von Jaguar. Und das Auto haben wir dann zerlegt in Teilen und haben es dann wieder hier zusammengebaut. Ja? Und es war eins von 26 gebauten Autos. Der hat den bestellt. Der Flugkapitän hat den bestellt und hat den nach dem Libanon vom Werk ausgeliefert bekommen und wollte ihn dann aber verkaufen. Aber er konnte ihn nicht verkaufen, weil er eben das ganze Autos nicht ausführen durfte. Ja, also war ein Exportverbot. Ja, und dann haben wir das Auto zerlegt im Libanon und haben es dann in Stücken nach Frankfurt gebracht. Und jedes Mal, wenn er nach Frankfurt geflogen ist, haben wir in Stücke wieder aus dem Gepäckraum rausgeholt und haben den dann hier wieder zusammengebaut. One more Qualität in the car. Sonst absolut original. So come the car from the factory. This is better. This is absolutely high standard.